Hallo, heute sind wir bei den Delfinen. Wir haben hier einen guten Einblick in unseren Showpool, der mal locker über 5 Millionen Liter Wasser umfasst. Das ist schon ein bisschen was. Hat eine Tiefe von über 4 Metern und war 1987, als unsere Anlage mit einem Beckensystem von insgesamt 5 Becken eröffnet wurde, war das die modernste und größte Anlage in Europa. Inzwischen gibt es auch ein paar größere, aber es ist immer noch eine der moderneren und eine der besseren Anlagen. Wir müssen ja sehr wohl differenzieren. Es gibt gute und schlechte Delfinarien. Das hier ist ein sehr gutes. Das sieht man auch zum Beispiel daran, wie die Altersstruktur unserer Tiere ist, dass immer noch 3 der Tiere unserer Gründerpopulation ihr Leben in den 80er Jahren aus der Karibik, aus den südlichen USA hierher importiert worden sind und die sich bester Gesundheit erfreuen. Dazu trägt natürlich auch dieses Beckensystem bei, was mit bestem Atlantikwasser gefüllt ist, was zusätzlich natürlich nochmal aufbereitet ist, was mehrfach am Tag umgewälzt wird mit aufwendiger Technik. Und wo man eben durchaus sehen kann, wie die Tiere sich wohlfühlen. Was man auch sehen kann, das ist der große Pool, wie gesagt mit über 5 Millionen Liter Wasser von insgesamt 7 Millionen Liter Wasser, die wir in dem ganzen Beckensystem haben. Der große Pool ist offen zu den Pools im Hintergrund. Und wie man sieht, die meisten der Tiere, wir haben ja 9 Tiere, die meisten der Tiere befinden sich hinter den Kulissen in den kleinen Pools, obwohl sie sich selber aussuchen können, wo sie hinwollen. Dasselbe wie mit uns. Wir gehen auch nicht in der Wüste Gobi spazieren zum Beispiel. Oder in Äthiopien, wie die Damen dort, täglich 15 Kilometer zum Wasserloch, um Wasser zu holen. Wer von Ihnen hat schon mal einen Marathonlauf gemacht? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich nicht, obwohl das sicherlich meiner Gesundheit gut täte. Aber das tun wir nicht, weil wir es nicht müssen. Und genauso ist es mit den Tieren auch. Diese grenzenlose Freiheit, die angebliche, die erstmal nicht mehr so frei ist, zumal wir Menschen ja diese negativen Einflüsse auf die Natur haben, aber darüber hinaus auch die Naturgesetze verbieten es, dass man Energie verschenkt. Und jeder Organismus ist darauf gepolt, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Das Leben ist ein Kompromiss, das wissen wir Menschen zu gut. Das gilt für die Tiere in der Natur auch und im Zoo auch. Und was uns ganz wichtig ist, der moderne Zoo überstrapaziert diese Kompromissfähigkeit der Tiere nicht, sondern sieht zu, wie wir hier auch in diesem immer noch sehr modernen Delfinarium im Loro-Park, dass wir eben die bestmöglichen Bedingungen bieten, die die Tiere eben tatsächlich benötigen. Was die Bewegungsfähigkeit angeht, die ist hier sehr gut gegeben. Die Mindesthaltungsanforderungen für die Delfine sind wesentlich niedriger als das, was wir haben. Wir überschreiten diese Grenzen bei weitem. Das heißt, wir sind von Tierquälerei ganz, ganz weit entfernt, wie uns ja auch die ganzen Audits, die wir haben, die letzte Human Certification der American Human Association eben eindeutig belegen. Und auch die staatlichen Regierungsstellen bestätigen uns das immer wieder, auch wenn wir immer wieder von, Entschuldigung, Idioten à la Peter und Co. Entsprechend mit Lügenmärchen überhäuft werden. Ja, hier haben wir Einblick in einen der Pools hinter den Kulissen. Das ist unser Medical Pool. Das ist gleichzeitig der wichtigste, weil wir hier wie ein Schiff auf dem Trockendock die Tiere tatsächlich mal trocken legen können. Wenn es einem Tier wirklich mal nicht gut geht, dann ist man in der Lage, was zum Glück ganz, ganz selten vorkommt, mit Hilfe dieser 6 Motoren hier den Boden nach oben zu fahren und das Tier im flachen Wasser oder sogar ganz auf dem Trockenen zu haben, um eben auch entsprechende Untersuchungen machen zu können, Endoskopien machen zu können und dergleichen. Das ist dann eben erforderlich, das ist dann schon sehr, sehr hilfreich. Obwohl dieser Pool mit solchen Behandlungen, wie gesagt, ganz, ganz selten besetzt ist bei den Tieren, wie sie ihn damit verbinden, trotzdem kommen sie gerne hier rein
im Augenblick nicht, weil hier gerade der Taucher ist und hier sauber gemacht wird. Ansonsten kommen die Tiere sehr, sehr gerne rein und halten sich auch den lieben langen Tag hier hinten auf. Sie haben keine Angst vor einem solchen Pool wie wir von der Zahnarztpraxis, sondern sie betrachten ihn als Teil ihres Lebensraums und sie wissen ja auch, dass ihnen geholfen wird. Aber wie gesagt, Gott sei Dank ganz selten, weil wir sehr präventiv arbeiten, sehr vorbeugend arbeiten und Krankheiten deswegen ganz, ganz selten sind. Was unsere Besucher oft nicht erkennen von außen, ist, wie tief die Becken in Wirklichkeit sind. Man kann es hier ganz gut sehen in einem der Pools, der hinter den Kulissen sich befindet, wo eine Senke drin ist. Hier vorne im vorderen Bereich ist der flachere Bereich, der auch locker 2 Meter hat. Und dahinter geht es dann eben auf die 4 Meter runter, die das ganze Beckensystem im Prinzip hat, was ja letztlich auch ausreichend ist. Die Tiere sind keine sportlichen Tieftaucher, die wer weiß, wie tief tauchen möchten, weil unsere Delfine ja bekanntlich aus der Karibik kommen, und zwar von den residenten küstennahen Populationen, die teilweise nur im Bereich einiger weniger Buchten leben und da eben auch nur in geringe Wassertiefen tauchen, was sie nicht nötig haben. Und entsprechend kommen die mit dem, was wir ihnen bieten können, bestens klar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert einfach den Kanal.